Guten Morgen aus Tainuilt. Bonave Haus. Da schaut es aus wie ein Rebekat. Sind hier gestern nach einer Odyssee hier angekommen. 120 Kilometer Umweg mussten wir fahren, weil hier wegen eines Unfalls, wie ich nachträglich erfahren habe, eine Straße gesperrt war. Und da kannst du nicht einfach sagen, wir fahren halt die nächste rechts oder so. Das kannst du vergessen. Ne? Hallo. Handy verbunden. Mesh Intercom on. Open Mesh. Channel 1. So. Du weißt wohin, Klaus? Ja, habe ich immer mit. Okay. Das jetzt. Gut. Ja, ich drehe gerade durch. Ja, hättest du mal ein gescheites gekauft. So, da bin ich auch. So, wo geht's heute hin? Es geht zum Einkaufen. Ja, los. Lasst uns ein paar Mietjes töten. Also, wir wollen einkaufen fahren. Wir haben eine Einkaufsliste zusammengestellt bekommen von unseren Frauen. Wir haben alle Koffer ausgeräumt und wollen uns versorgen. Wochenendkauf für 8 Personen. Für jede Person also ein Koffer. Und jetzt geht's nach oben. Also nicht nach oben im Sinne von nach unten, sondern es geht nach Oban. Oben. Wenn man es je so ausspricht. Ah, frisch gemähtes Gras. Frisch gemähtes Gras da in der Eisenhütte. Ja, nicht gut? Doch. Klaus Peter drauf. Total. Sollte man auf Flaschen ziehen, sowas. Fahr mitten durch. Ja, durch. Also wir haben gesagt, es gibt einen Lidl, es gibt einen Aldi und es gibt, glaube ich, einen Spar auch noch. Tesco vor allen Dingen. Tesco gibt es hier sowieso überall. Ja. Hi. So, und links fahren, ne? Links. Wir fahren links. Danke. Und jetzt bitte rechts abbiegen. Ah, guck, da waren die Lampen noch nicht an. Das war vielleicht wieder vor des Morgens. So. Fauxpass. Aufpasse, genau. Pass. So, jetzt fahren wir ins Örtlenei, nach Tainuilt, nach Tinnelt. Auf Gälisch wird es ganz merkwürdig geschrieben. Kann ich nicht aussprechen. Noch nicht ansatzweise. Aber die haben ja auch einen Bahnhof. Also man könnte hier theoretisch auch mit dem Zug herkommen. Der ist jetzt hier hinten gleich auf der rechten Seite. Hier ist sogar ein Golfplatz, scheinbar. Auch das, guck mal. Und es gibt einen kleinen Tante-Emma-Laden, der aber, so wie Renate, unsere Hauswirtin, unsere Vermieterin gesagt hat, relativ gut ausgestattet ist. Gut, alles kriegt man jetzt auch nicht, ist allein schon wegen der geringen Größe nicht möglich. Aber wenn man hier mal was braucht, dann kann man auch hier hin. Also hier rechts runter geht's zum Bahnhof. Unser Kerl. Hier ist der Laden. Hier ist der Laden. Moin, wir sehen uns noch später, alles klar. Und da drüben ist der Butcher. Aber der hat zu, also okay. So, jetzt ist da unten das Kriegerdenkmal und hier geht's rechts in die Stadtnähe. Ich habe ein Bild gesehen, da war das Hotel gerade abgebrannt. Hier, das. Echt? Ja, Wo, auf Street View oder wie? auf Street View, ja, genau. Okay. Ja, wo haben sie es wieder hingestellt? Also, Antoban heißt es auf Gälisch, guck da. 11 und zwar Meilen. Das ist meilenweit entfernt alles hier. Ja, und so wie es aussieht, haben wir heute
fast hätte gesagt, das letzte Mal gutes Wetter. Nee, so ist es natürlich nicht. Also morgen und übermorgen zieht auf jeden Fall was auf. Heute ist nochmal ganz brauchbares Wetter, laut Regenprognose. Aber heute ist Samstag, aber für Sonntag und Montag sieht das gar nicht so richtig doll aus. Ab Dienstag wird es dann wieder schöner. Aber das Gute ist ja, wir haben eine Bude gemietet für 14 Nächte, von denen wir eine schon hinter uns haben, also jetzt noch 13. Und ich habe super geschlafen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht oder ergangen ist. Also die Betten sind der richtige Hammer. Also richtig geil gelegen habe ich. Ja. Und ich glaube, mein Moped hat 20 PS mehr. Geht wie Hulle. Das ist, weil du nicht drauf sitzt. Ja, und das ganze Gepäck halt auch nicht. Ja? Kaum hast du 100 Kilo weniger auf dem Motorrad, schon geht das viel besser. Ja, da mussten wir gestern also noch diesen Mordschlenker fahren, wegen dieser Vollsperrung da, und kriegten damit schon mal die erste ungeplante Sightseeing-Tour durch die Fjorde, die Loks. Also mit dem Ergebnis, wir kamen irgendwann, 22 Uhr oder so kamen wir da an, oder halb 10, 21:30 Uhr kamen wir da auf den Hof. Und der Aldi bzw. Lidl, wo wir jetzt hin unterwegs sind, der ist 20 Minuten entfernt von dort, und da brauchst du natürlich dann, wenn du um 21:30 Uhr auf den Hof kommst und um 22 Uhr macht der Lidl zu, brauchst du natürlich nicht mehr losfahren. Ja. Oder noch nicht. Sind wir dann auch nicht, und deswegen hatten wir gestern erstmal nur ein bisschen wenig zu essen, also im Sinne von gar nichts. Aber unsere Wirtin, die war so lieb und hat uns, die scheint da wohl Erfahrung zu haben mit solchen armen Willis wie uns. Die hat gesagt, ihr habt doch bestimmt noch Hunger und ihr wollt einen Tee und so weiter. Da hat sie erstmal eine Kiste gebracht mit den ganzen Leftovers, den übrig gebliebenen Fressalien der Vormieter, damit wir da gestern Abend nicht komplett auf dem Trockenen sitzen. Das war schon mal super. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich frühstücken heute Morgen, und deswegen reiten die Männer jetzt in die Stadt und kaufen ein, und die Frauen richten zu Hause alles her. Nicht, weil wir das so beschlossen hätten, sondern weil zumindest Spatzel, ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht, aber Spatzel hat gesagt, die muss sich erst noch mal regenerieren, die setzt sich heute Morgen nicht gleich wieder aufs Motorrad. Die war gestern Abend aber sowas von fix und alle, ne? Ja, 12 Stunden Urlaub, das machen wir uns nichts vor. Nee, also 12 Stunden auf Motorrad, und ja, im Prinzip, na gut, die Pause musst du natürlich abziehen, aber Ja, trotzdem. Aber das war schon, schon grenzwertig. Klasse gemacht. Ja, das haben wir super klasse gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, ich war auch froh, als wir endlich da waren. Mir tat alles weh, ich konnte schon nicht mehr sitzen. Meine Güte, ey, der Schritt hat mir gebrannt, ey, das gibt's gar nicht. Ja. Na gut, also, das waren unsere Erlebnisse des gestrigen Tages. Ihr seid ja gestern mit der
wie heißt die Linie? DSFS oder so ähnlich? DFDS. Ja. Ja. Und war es da gut auf dem Schiff? Ja, Ja. das war gut. Wir hatten das als Badezimmer eine Kabine. Wenn die Kabine auch sehr eng war, ja, ist. Ja, Platz war nicht viel, das stimmt. Aber das geht Okay. alles. Okay. Aber für eine Nacht, ich sag mal, die 1,40er Betten, die waren bequem, man konnte gut schlafen und was willst du mehr? Wie 1,40. Breit. 1,50 mal 2, ja, nicht lang. Nicht lang. Krieg schon einen Schreck. Weil auf der Rückfahrt mache ich ja mit. Wir sind auf der Hinfahrt. Links? Nee, geradeaus. Okay, Entschuldigung. Wir sind ja, Spatzel und ich, wir sind ja mit der Stena Line gekommen. Von Hoek van Holland nach Harwich. Und da können wir uns auch nicht beklagen. Also das war eine schöne, komfortable, saubere Kabine. Sehr sauberes Bad. Das ist natürlich klar, das hat den Flair von so einer Eisenbahnwaggon-Toilette. Ne? Das ist alles so gewichtssparendes Material, was sie da verbauen. Ja. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Ob im Zug oder auf dem Schiff, das ist überall dasselbe. Von der Anmutung. Beklebte Pappe. Ja, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, da gibt es nichts auszusetzen. Das ist alles tipptopp gewesen. Vor allen Dingen eine sehr, sehr angenehme Luft in der Kabine. Klimatisiert, nicht zu kalt, nicht zu warm. Also richtig, richtig schön. Und auch tolle Betten. Haben wirklich gut geschlafen da. Ja, und wir haben dann von Harwich bis hierher knapp 1200 Kilometer. 1140, 50 oder sowas gemacht. Und ihr hattet von Newcastle hierher, wie viel waren das für euch? 400? Mit der Umleitung über 400. Ja. 150 hatten wir mit Hoffe gestern ausgerechnet, nach Navi. 150 Umleitung. Ja, 550 Kilometer von der Fähre bis zur Unterkunft. 300 und noch was Meilen. Kannst mal sehen, ey. 150 Kilometer Umweg da. Weil eine Straße gesperrt ist. Ja. Ja, und Renate hat mir das, ich habe natürlich nicht drauf geguckt, aber gestern um 15:30 Uhr hat mir Renate das geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, schreibt sie, aber die Straße zwischen und Zhangdongbong ist gesperrt wegen Unfall. Fahrt mal lieber über Schnittelidei, hat sie gesagt. Ja. Und das war um 15:36 Uhr, da habe ich leider da war ich gerade mit Fahren beschäftigt und konnte da nicht drauf gucken. Aber ich glaube, da war es sowieso zu spät für uns, da irgendwas zu reißen. Jetzt sind wir ja endlich da. Jetzt gehen wir Das noch hätte ich gestern Abend nicht mehr fahren gehen. Naja, sind wir ja auch nicht. Ja. Oh, die haben hier sogar ein bisschen mehr Sprit als nur das eine, oder? Die haben ja auch Ultimate. Ja. 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 Nur jetzt mal was Gutes bei Gelegenheit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch noch so eine Aktion, dass wir alle leer gelaufen waren. Und dann vor dem Stau dann erstmal eine Tanke gesucht haben. Der eine leerer als der andere. Ja. Ich bin noch 60 Kilometer 30. Ja, ich auch nicht mehr viel. Ich hatte schon, glaube ich, 520, 530 oder so. Da wären jetzt noch 70 gegangen, maximal. Ja. Ich glaube, 33 Liter habe ich getankt gestern. Irgendwie so um den Dreh. Aber wie gut so ein Motorrad fährt, wenn man alleine drauf sitzt, ohne Gepäck, ne? Das stimmt. Völlig ungewohnt. Völlig ungewohnt, ja. So. Also diese Tonqualität im Mesh ist seit Mesh 3.0 wirklich sensationell besser geworden. Das stimmt. Also bei mir, ich höre nichts mehr rauschen, gar nichts, irgendwie keine Knistergeräusche, ja, also so wie man sich das vorstellt. Echt irre, da. Da guck dir das an hier runter, du. Hammer. Jawohl, oder? Absolut genial.
Ja, in oben gehen ja sehr viele Fähren weg. Auf die Insel. Nach Irland rüber wahrscheinlich auch, ne? Ah, weiß ich nicht genau. Ja, wahrscheinlich auf die Hebrid, die inneren und die äußeren. Irland ist ja wahrscheinlich doch ein ganzes Stück weiter südlich von hier. Boah, Alter. Was macht der denn? Ja, ist Kreisverkehr, ne? Ein Vorfahrt, der Lunge. Ja, aber der blinkt in den Kreisverkehr rein. Ja, machen die hier alle, machen die in Holland ja auch. Das machen die. Das ist ja wahrscheinlich wieder so eine deutsche Nummer, wo es nicht erlaubt ist. Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen. Wer Kreisverkehr, wenn ich da reinfahre, das blinkt. Ich fahre Ja, da sowieso da rein. der blinkt, Außer wenn ich gleich die erste Ausfahrt wieder rausfahre. Das ist völlig unlogisch. Okay. Es kommt drauf an, wie man. Ja, also wenn es zweispurig rein und zweispurig auch wieder rausgeht, dann macht das schon Sinn zu blinken. Damit du vorher weißt, wo der raus will. Ja. So, hier links ist angeblich die beste Fisch- und Chipsbude hier oben. Da. Okay. Oben schläft noch. Ja. So, jetzt seid ihr im Hafen. Ja, du doch auch. Ja, wir. Und riecht gleich nach Hafen. Ja, das ist Heizluft. So eine richtige Bäckerei wie bei uns scheint es gar nicht zu geben hier, wa? Schon. Aber Subway ist wichtig. Ja, genau. Ja, Schön im Städtchen, echt. Hier ist der Lidl. okay. Die werden ja wohl eine Frischfleischtheke haben, ne? Oder? Naja gut, aber Aber das wird jetzt abgepackt. ja, Also, wenn die so sind wie bei uns. ja. Davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen, weil das Sortiment hier ist komplett anders. Das glaube ich auch. Da sind nur die Namen die gleichen. Da geht's zu Aldi rein? Nicht? Tatsächlich. Mit einer Präzision findet Klaus den Aldi. Glasfato. Ja, Garmin sagt danke. Brauchen wir Grillkohle? Weil die haben die. Haben die denn einen Grill da? Ich glaube nicht. Ich meine, das wäre ja nochmal eine Maßnahme zu grillen. Gut, also wir sind jetzt bei Aldi. Und jetzt gehen wir einkaufen. Tschüss. So, wir haben jetzt eingekauft Sollen wir die Eier überleben? bei Aldi. Einen ganzen Wagen, randvoll. Und was wir da drin jetzt erlebt haben, das muss ich erzählen. Das glaubt keiner. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr, schottische Zeit. Und wir hatten neben den ganzen Fressalien, die wir
gekauft haben. Natürlich auch so ein paar 6er Dosenpacks Heineken 0,0. Ja. Also 0,0. Und noch für die Damen haben wir gesagt, nehmen wir noch so 2 Flaschen. Müssen wir nicht links? Ah ne, rechts und dann links. Gut. Für die Damen nehmen wir noch so 2 Flaschen Prosecco oder ja, eine Spritz war das irgendwas so, dieses Aperol. Achtung, Kompass. War aber schon gemischt, also insofern schon nicht mehr so viel Prozente drin. So, und damit gehen wir dann an die Kasse. Und da sagt der nette Herr von der Kasse da, sorry, aber schottisches Gesetz sagt, kein Alkoholverkauf vor 10 Uhr. Dann haben wir gesagt, ja, aber das ist doch hier 0,0%iges Bier, da ist doch kein Alkohol drin. Da sagt er, das macht nichts. Das macht nichts. Das darf auch nicht verkauft werden. Da sag ich, wieso? Da sagt er, ja, das ist ein total bescheuertes Gesetz. Es erweckt den Anschein, als wäre es Alkohol. Hä? Da steht so groß 0,0 drauf. Sind die alle gestört hier oder was? Ist das hier eine offene Anstalt? Ja, nee, vor 10 Uhr darf auch kein alkoholfreies Bier verkauft werden, weil vor 10 Uhr kein Alkohol verkauft werden darf. Leute, also bei dem Prosecco-Zeug, da habe ich ja noch gedacht, okay, dann ist das halt so. Aber alkoholfreies Bier? Ich meine, deswegen ist doch alkoholfreies Bier erfunden worden, damit kein Alkohol drin ist, oder? Sehe ich da jetzt irgendwas falsch? Das werden wir nachher erstmal ChatGPT fragen. Google, im Zweifelsfalle. Ja, jetzt hätten wir eine halbe Stunde warten können, aber da hatten wir jetzt auch keinen Bock drauf. So viel Durst hatten wir dann noch nicht. In einer halben Stunde hätte es uns verkaufen können. Ja. Völlig gestört. Total gestört. Ich komme gar nicht drüber weg. Ich meine, das ist ja okay, wenn man sagt, man darf ab oder bis zu einer gewissen Uhrzeit kein Alkohol verkaufen. Da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Aber das kann doch wohl unmöglich alkoholfreies Bier betreffen. Also was ist denn da der Schutzzweck dieses Gesetzes? Der Schutzzweck ist doch, dass Leute in der Öffentlichkeit kein Bier trinken oder keinen Alkohol trinken. Wahrscheinlich gehört das noch zur Sperrstunde. Ja, das mag ja alles sein, aber das ist... Ist trotzdem kein Alkohol drin. Ja. Alkoholfreies Bier ist alkoholfrei und das fällt dann raus aus diesem Schutzzweck. Also, Aber es lässt mich hoffen, also das sind nicht nur unsere Politiker, die daneben laufen, andere schaffen es auch. die sind ja hier noch viel gestörter. Also das muss man wirklich mal erstmal so sagen. Das muss man wirklich so sagen. Ich bin komplett konsterniert. Naja, man kann sich das schön reden und sagen, bisher haben wir immer gemeint, die größten Vollidioten in der Politik gibt es in Deutschland, aber es scheint tatsächlich noch schlimmer zu gehen hier. Wir haben ein globales Problem. Tja, da könnten sie genauso gut den Verkauf von Cola verbieten, weil in Cola Whisky ist ja auch Alkohol drin. Oder? Das stimmt. Ralf, du bist immer noch zu laut. Immer noch zu laut, okay. Also es dürfte noch eine Spur leiser, aber du bist schon wesentlich besser zu verstehen als gestern noch. Hier, Den nehme ich nicht. sehr geiler Laden. Die Open Chocolate Factory. Okay. Waffeln mit Sahne und Schokoladeneis. Und oben als Topping Schokoladensauce drüber. Okay. Lecker, 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 lecker. Leckitsch. Blinken, wenn sie reinfahren in das Ding. Ja, genau. Wenn du so blinkst wie jetzt, dann heißt das, du fährst die dritte raus. Jetzt biege ich ja auch ab, das macht ja noch Sinn, ne? Das machen die in Skandinavien auch überall. Also da habe ich das zuerst gesehen, damals in Norwegen. War ja bei uns früher nicht anders. Also die blinken so, als wenn da gar kein Kreisel wäre. Ja. Stell dir das so vor, da wäre gar kein Kreisel, dann musst du ja auch blinken, wo du hin willst. Ja, das stimmt. Und ich kann mich damit eigentlich anfreunden mit dieser... Früher habe ich gesagt, Blödsinn brauchen wir nicht. Kreisel ist Kreisel. Aber naja, gut. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. 18 Kilometer sind das von hier in unsere Unterkunft. Dann geht's Frühstück.
irgendwas, wie viel sind das? 12 Meilen oder so? 10? 12. 10, 12? 12. Und dann gibt es erstmal leckeres Frühstück. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir alles dabei haben für Pasta Bolognese und Lasagne. Wollen die Frauen uns zaubern. Jawohl. Auf Wein gibt's nicht. Ja, es sei denn, wir fahren nachher noch schnell bei Tante Emma Laden in Teinult vorbei. Boah, da kann man ja hinlaufen. Das ist ja nicht so weit. Gestern Abend hätten wir das hier noch kaufen dürfen. Also laufen ist das schon ein bisschen. Ne? Also klar, du kommst ja auch irgendwann mal an, aber wenn du sagst, du willst vor dem Essen noch mal schnell dahin, weil dir was zum Kochen fehlt, kannst aber schon mal rennen. Tja, das war unser Einkaufserlebnis heute. Die Bei Aldi. sind nicht alle voll, ne? Die sind nicht alle voll. Wir hätten Ich hab noch gar ein bisschen nichts was drin. Ja, siehst du? Ich hab doch gesagt, lass uns noch mehr kaufen. Da wollten wir ja. Genau. Und so fahren wir jetzt nur halb ausgelastet durch die Gegend, weil Hoffe nur einen Koffer voll hat. Naja, der musste ja auch die Eier vernünftig polstern, damit es zu Hause nicht nur Rührei gibt. Alles gut. Und wir waren bestimmt auch nicht das letzte Mal einkaufen. Stellen wir uns hin. Tja, erstmal vors Haus, würde ich sagen. Weil wir wollen ja nicht 20 Mal hin und her latschen. Ausladen sollten doch die Frauen. Genau. Ja, der Gerd. Runter, komm mal. Bring eine Tüte mit. So, wir sind in Tinelt. Und das ist unsere Unterkunft hier. Und damit ihr mal seht, wie es da aussieht, nehme ich euch jetzt mal mit. Das ist ein bisschen außerhalb hier des Dorfes. Stadt kann man nicht sagen. Das ist ein Dorf. Das Bonawe Haus. Ich glaube, so spricht man es aus. Das ist ja alles gälisch hier. Und das ist ein, fast hätte ich gesagt, Herrenhaus. Also hier hinten um die Ecke ist eine alte Eisenhütte. Da wurde irgendwie Eisen verhüttet, Eisen hergestellt. Und das hier, also das ganze Ding hier mitsamt Nebengebäuden,
ist auf den Tafeln als Managerhaus beschrieben. Ist also da, wo der Chef gewohnt hat von dem ganzen Schubeter. Und das ist heute wie sagt man da, wir vermieten halt, ne? So. Das Ding hat mehrere Eingänge. Auf der anderen Seite ist der Haupteingang, Nebeneingang und hier geht's hoch. Da geht's hoch zu unseren Apartments, die wir gemietet haben. Eine enge, schmale Treppe. Kroachen Suite. Da sind schon 2 von uns drin, nämlich Elke und Ralf, und der Rest von der Gang ist hier oben in Etive View. Da geht's hier rein. Und da sind wir schon. Ein Raum. Ist hier jemand? Nein. Das ist ein Zimmer. Schau mal, wie schön. Dann ist hier Gefriertruhe. Hier ist ein Bad mit einer Dusche. Also, ja, Dusche mit Klo. Und hier ist auch noch eine Dusche mit typisch englischen, und das hast du überall, ne? Du hast das Waschbecken immer vorm Fenster. Warum nicht vorm Spiegel? Nein, vorm Fenster, als wenn man beim Zähneputzen ausgucken will. Und dann das kalt, warm. Willst du, also nicht warm, sondern heiß, steht sogar drauf. Hot, kalt, heiß. Willst du warmes Wasser, musst du erst da runter und da runter. Also das muss keine Sau begreifen, was die sich dabei denken. Gut, aber ansonsten tipptopp. Tipptopp. Hier ist unser Raum. Sieht halt gerade aus wie Sau. Wir kommen gerade von der Motorradtour zurück. Und dann wird traditionell alles hingeschmissen. Das ist der Raum von Haufe und Kurze. Ja, wie schön. Und hier schauen wir auch mal kurz um die Ecke. Hier gucken wir auch mal kurz um die Ecke. Bitte nicht jetzt, das sieht bestimmt nicht schön aus. Schatzi, du glaubst doch nicht, dass ich dich irgendwie filme. Da in den Kopf reinfilme. So. Die Mädels machen uns lecker Essen. Ja, das schauen wir mal. Machen uns lecker Essen. Und hier sind wir im Salon. Im Salon. Da stehen unsere Toaster. Hier wird gegessen, Musik gehört und aus dem Fenster geguckt. Und die Maßnahmen für die nächsten Tage ausgeheckt. Und ich muss immer den Kopf einziehen. Türstockhöhe 1,20 Meter. Ja. So. Und dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen, wie es hier aussieht. Hier kann man auch runter guckt. Das sieht so aus. Genau. Das ist unsere Bude hier für 2 Wochen. Haben wir uns gemietet. So. Und jetzt gibt's Essen und dann geht's weiter.